Gut, ich begrüße euch herzlich heute zum Online-Gottesdienst der ICC-Gemeinde. Ich habe heute eine ganz spezielle Tochter, geistliche Tochter hier bei mir. Ich glaube, sie wird sich nachher selber noch vorstellen. Okay. Das ist die Maya aus Nepal. Sie ist noch am Deutsch lernen und deswegen wird sie heute auf Englisch sprechen und ich werde sie übersetzen. Dankeschön. Thank you so much. Thank you. My introduction is already done. Yeah, my name is Maya and I'm from Nepal, and I'm so happy that God has planned over my life, and He is building me, and as a result, in the process, I'm here. I believe it. Ja, meine Vorstellung habt ihr schon ein bisschen gehört. Mein Name ist Maya. Ich komme aus Nepal und ich freue mich, dass Gott mit mir ist. Ich danke ihm für den Prozess, in dem er mich immer mehr aufbaut im Glauben. Und davon möchte ich heute sprechen. Yeah. And today I'm here, standing in front of you, not to preach, but I am here to say what God has done in my life. Ich bin heute Abend nicht hier vor euch, um zu predigen, sondern um euch zu erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat. Because I believe that God has created us to be His witness. Denn ich glaube, dass Gott uns dazu geschaffen hat, seine Zeugen zu sein. Okay. Before I go to the subject, to my things as topic, I have so many experienced miracles in my life, and sometimes I got confused what to say in this time. Ja, bevor ich über das spreche, was eigentlich auf meinem Herzen ist, wusste ich gar nicht genau, wo ich anfangen soll, weil Gott so viele Wunder getan hat und ich so viele Sachen mit ihm erlebt habe in meinem Leben. Yeah. Then before that, I want to explain one event. What happens? What is explained to me? Okay. Bevor ich jetzt zu meinem eigentlichen Punkt komme, möchte ich euch etwas erzählen, was ich erlebt habe. One lady was pregnant. Eine Frau war schwanger. She was 4 months pregnant. Sie war im 4. Monat schwanger. And she was working in the field. Sie hat im Feld gearbeitet. And at that time she slept down. Und in dieser Zeit hat sie sich auf den Boden gelegt zum Schlafen. And she fainted. Sie ist bewusstlos geworden. And she was taken to the home. Sie wurde nach Hause gebracht. But she didn't wake up. Aber sie ist nicht aufgewacht. And then the people from the village, they all helped her to take to the hospital. Und alle Leute des Dorfes hatten geholfen, sie schnell ins Krankenhaus zu bringen. And she was hospitalized. Sie wurde eingeliefert ins Krankenhaus. But the doctors didn't. The doctor was not there. Aber da war kein Arzt. But the people from there again shifted her to other hospital. So haben die Leute sie in ein anderes Krankenhaus verlegt. And then she was operated. Und dort wurde sie operiert. Because while she was sleeping, denn in der Zeit, wo sie geschlafen hatte, her intestine was broken. Ist ihr Darm durchgebrochen. And she was in emergency, needed of operation. Und sie musste jetzt notfallmäßig operiert werden. And it took place. This all took place within 24 hours in her life. Und all das, was ich euch jetzt erzählt habe, hat innerhalb 24 Stunden sich abgespielt. And she was carrying 4 months baby girl. Und sie war schwanger mit einem Mädchen im 4. Monat. And everything went well after that. Alles ist gut gegangen. She gave birth. Und sie hat das Mädchen auch geboren. And everything went well. Und alles ist gut weitergegangen. And one day again, eines Tages, they were working. Haben sie wieder gearbeitet. They were working in the top of the house. Diesmal auf dem Dach des Hauses. And at that time, the baby girl was starting to crawl. Und in dieser Zeit hatte das kleine Mädchen angefangen zu krabbeln. And at the time, they were so much busy, and the baby girl fell down from the stairs.
Und sie waren so beschäftigt mit dem Arbeiten im Haus, dass sie nicht gesehen haben, wie das kleine Mädchen die Treppe runtergefallen ist. And she fell down so down from one level to one stage to other, and it was in down of the house. Und sie ist von einer Treppenstufe zur anderen runtergefallen bis ganz unten im Haus. And that infant and that small baby was fainted again. Und dieses Mädchen, das wurde auch bewusstlos. To take hospital was far long way. Und es war ein weiter Weg, sie ins Krankenhaus zu bringen. But mom was so sad. Und die Mama war so traurig. But later on, Und später, after some time, nach einiger Zeit, the girl again woke up. ist das Mädchen aufgewacht aus der Bewusstlosigkeit. And that girl is I am. Und ich bin dieses Mädchen. Yeah. These are all the miracles Und das sind all die Wunder, that mom was explaining to me. die meine Mama mir erzählt hat aus meinem Leben. Yeah. And I have experienced so many things in my life. Und ich habe so viele Dinge in meinem Leben erlebt. And recently, Und kürzlich I have been a new mom. bin ich selber neu zum ersten Mal Mama geworden. I'm so happy Und ich bin so glücklich. to have a new baby boy. Und ich habe einen ganz frischen kleinen Jungen. He is the best gift that I have ever received from God. Und er ist das beste Geschenk, das mir Gott jemals gemacht hat. And I'm so much thankful. Und ich bin so sehr dankbar. And to my sweet boy, Und für meinen süßen kleinen Jungen last week, ist letzte Woche, we were so much in the shaking, in the shaking world, while my boy was sick. für meinen kleinen Jungen war die letzte Woche wie eine große Erschütterung. Wir wurden so erschüttert, weil er ernsthaft krank war. And it was so fast. Und es ging alles so schnell. We haven't imagined of this thing before. Wir konnten uns gar nicht so was vorstellen vorher. My baby boy was healthy, happy, and just started to smile. Mein kleiner Junge war gesund, glücklich und hatte angefangen, alle anzulächeln. On Thursday, when he was injected for some vaccines, Und am letzten Donnerstag musste er zum Kinderarzt für Impfungen. I was aware that he will have some problems. I mean, some fever or maybe some body pain. To be careful. Und mir war bewusst, dass er nach der Impfung vielleicht ein bisschen Fieber oder ein bisschen Schmerzen haben würde und dass ich gut auf ihn aufpassen muss. And I was aware in that way. Und so war ich aufmerksam. So I was just careful, mom, and I was looking him, and at evening time he started to show some difficultness in his body. Und ich war als besorgte, umsorgende Mutter aufmerksam und habe gemerkt, dass er am Abend so ein bisschen Schwierigkeiten hatte in seinem Körper. And it was looking so much severe, and I thought I couldn't do anything. Und es hat eigentlich ernst ausgesehen, aber ich habe gedacht, ich kann nichts machen. Because I was already explained that it was just because of the vaccinations, and it is a result, so it will be fine. I was thinking the next day he will be fine. Und ich hatte angenommen, dass es wegen der Impfung ist und dass es am nächsten Tag alles vorbei sein wird. And I couldn't sleep whole night. Und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. When the baby is sick, then no sleep. I couldn't sleep well. Wenn das Baby krank ist, kann die Mama auch nicht schlafen. Ich konnte nicht gut schlafen. And it didn't go well again. Und auch am Morgen ging es ihm nicht gut. And I asked one of my in the online fellowship. Und online in einem Meeting online. Early in the morning, I asked one pastor who he is my relatives, but also pastor, and I asked him to pray for him. Und früh am Morgen habe ich einen Pastor, mit dem ich auch verwandt bin, gebeten, für den kleinen Jungen zu beten. I explained the reason that why he is pain because of vaccination, and he is pain. Just help him to recover. Und ich habe ihm erklärt, er hatte gestern Impfungen und jetzt hat er Schmerzen und bete einfach, dass es ihm schnell besser geht. And the pastor was praying in that way. Und der Pastor hatte in diesem Sinne gebetet: Please heal his cells. Bitte heile seine Zellen. Heal his body parts. Seine
Körperteile. I thought, what kind of prayer he is doing? Und ich habe gedacht, was betet er da? Because my baby needs healing from the pain from his body, but not from the cell and parts. What kind of prayer he is doing? He's a pastor. Er betet für Heilung für die Körperzellen und die Körperteile. Was für ein Gebet soll das sein? Eigentlich braucht mein Baby Gebet für die Reaktion auf die Impfung. But I didn't know what actually he had, so I was just surprised, but I just ignored it. Und ich wusste auch nicht, was genau er hat. Ich war einfach überrascht und so habe ich es ignoriert. But the climax is to come again. Aber die schlimmste Situation würde noch kommen. My baby started to vomiting, Mein Baby hat angefangen zu erbrechen and his condition was becoming so worse. und sein Zustand wurde schlechter und schlechter. As a mom, I was so worried. Und als Mama war ich so besorgt. I requested my church pastor. Und ich habe die Gemeinde und die Pastoren I requested my father-in-law. mein Schwiegervater. I requested my mom, my friends, whoever is. I came in contact on that morning. I explained and I requested them to pray for my baby. Und alle, mit denen ich in Kontakt stand, meine Eltern und mit denen ich Kontakt hatte, habe ich betet für mein Baby. What happened? My baby. Ich wusste nicht, was meinem Baby passiert Yeah, war. and after that, after some hours, I checked my baby's diaper, Und nach ein paar Stunden habe ich die Pampers meines Babys aufgemacht and it was all full of blood. und die Pampers war voll mit Blut. As a mom, I was shaking. Und das hat mich erschüttert als The voice Mutter. was stopped. Ich konnte nichts mehr sagen. I was restless. Ich war ruhelos. What to do? Was soll ich It jetzt looked so tun? emergency. Das sieht wie ein Notfall aus plötzlich. But God was there with me. Aber Gott war da mit He mir. gave me wisdom. Er hat mir Weisheit gegeben. Though I was shaking, Obwohl ich innerlich erschüttert though war, I was desperate, I was restless, obwohl ich keine Ruhe hatte und verzweifelt war, He gave me the power. gab er mir die Kraft He gave me the wisdom to call and inform. und die Weisheit anzurufen und zu informieren. First to my pastor, Zuerst mein Pastor to inform to the doctors, und den Doktor and then I informed to my sister und dann eine meiner Schwestern, who is good in contact with the church, with the family, and also in prayer with God. die gut im Kontakt ist mit der Gemeinde, mit der Familie und auch im Gebet mit Gott verbunden. In that way, In dieser Art, so in that conditions, all my families, all my church people, all my friends, they all were already informed. und so waren all meine Leute, all meine Familienmitglieder, meine Freunde und die Gemeinde, alle waren informiert. They are now in prayer Und alle sind jetzt am Beten. because it was necessary at the time. Denn es war nötig zu dieser Zeit. It was not easy at the time of Corona to get in hospitals very easily. Und es war nicht leicht, wegen Corona auch ins Krankenhaus zu kommen. But by the grace of God, Aber durch Gottes Gnade one hospital has allowed us to come. hat uns ein Krankenhaus erlaubt zu kommen. They also allow us to come before 4. You know, they have called us 4, but they also allowed us to come before 4 at 1 o'clock. Sie haben uns sogar erlaubt, viel früher zu kommen, als die öffentliche Öffnungszeit wäre. And at the time, we were not being late. We took our baby to the hospital. Und wir waren nicht zu spät, wir brachten das Baby schnell ins Krankenhaus. And all the prayer were there in back. Und hinten haben alle mitgebetet. And the doctors examined, Und dann hat der Arzt das Baby untersucht. and the result was so shocking. Und das Resultat der Untersuchung war so schockierend. I took my baby to the hospital Ich habe mein Baby ins Krankenhaus gebracht, so that because of vomiting and because of blood, his body will get some water. What is that? in Infusion. Yeah, some water, and that he will get strength again. Ich hatte gedacht, wegen dem Erbrechen und dem Blut, vielleicht braucht er eine Infusion und wird wieder stark. But the result was different. Aber das Resultat war ganz anders. I have never thought of that result. Und das hatte ich niemals erwartet.
the intestine of the baby was blocked. Die Verdauung, der Darm des Babys war blockiert. And as soon as possible, it has to do operated. Und so schnell wie möglich musste er operiert werden. And again, it was more than I have ever expected. Und das war mehr, als ich erwartet I hatte. haven't thought this. So was hatte ich mir nie vorgestellt. And then the doctors, they took so urgently. Die Ärzte haben das sehr dringend genommen. When they see that they cannot do that in the hospital, Und sie haben gesagt, das können wir nicht mal hier bei uns im Krankenhaus they machen. contacted to other special Wir hospital, brauchen ein spezielles Krankenhaus. and the baby was rushed to there. Und das Baby wurde mit Blaulicht schnell dorthin And gebracht. to me, as a mother, Und für mich als Mutter, when your 3 months baby is being injected and he's crying and there is no vein and they are trying in hands, they are like being syringes, in feed syringes, it was painful. und sie haben für mich als Mutter, das war so schlimm, weil sie haben angefangen seine Venen zu suchen und er hat geweint und es war sehr schmerzhaft für ihn und für mich war es auch so schmerzhaft. And at last they were trying from the here, you know. Zuletzt haben sie hier an der Stirn versucht, die Vene It was so much painful. zu benutzen für die Infusion und das hat mir so weh getan. To see your loved very small one in a big stature and is so very painful. Dein kleines, winziges Baby auf diesem riesen Bett in dieser Situation, das war so schwer für But mich. God was good. Aber Gott ist gut. He already prepared the place for my baby. Er hat den richtigen Ort für mein Baby schon vorbereitet. There was good doctor. Wir sind in dem anderen Hospital angekommen, da waren gute Ärzte. And they treated well with my Und baby. sie haben mein Baby gut behandelt. He was to make him fainted. What is that? Narkose. Yeah, to keep him to give him narcosis. The doctors have managed some special one. Und für die Narkose haben sie sogar einen Spezialisten The herbeigezogen. man was already at home. Der Mann war eigentlich schon zu Hause, hatte schon But Feierabend. just for my baby, Aber nur für mein he Baby came back. ist er zurückgekommen. And he allowed me to give the kiss to Und my er baby. hat mir erlaubt, meinem Baby einen Kuss zu geben. And it was so much shocking. Und das war ein großer Schock für mich. Uncontrollable for me. Ich musste alle Kontrolle abgeben. Emotionally broken. Emotional war ich zerbrochen. Sometimes I was thinking, what is the value of life if I see my baby dying in front of me? Und ich habe mich manchmal gefragt, was ist mein Leben noch wert, wenn ich zuschauen muss, wie mein kleines Baby So vor many meinen Augen negative things stirbt. were coming in my mind. So viele schlechte Gedanken kamen an meinen Gedanken. But again, I was praying to God. Aber ich habe wieder zu Gott Give me gebetet. good thoughts. Gib mir gute Gedanken, Herr. Give me give me hope again in my life, God. Gib mir wieder Hoffnung für mein You Leben, can do Herr. it, Lord. Du kannst das machen. And I was praying and praying. Und ich habe gebetet und gebetet. And my baby was in operation theater for 3.5 hours. Und mein Baby war 3,5 Stunden in der Operation. And my husband also came. Und mein Mann konnte auch kommen. And he also did counseling to me. Und er hat mich beruhigt und er hat mich beraten. And at the time, Und zu dieser Zeit, I cannot explain how God did the things, you know. kann ich nicht erklären, was da genau passiert ist, was Gott genau gemacht hat. Father God has given His own Son Vater Gott hat seinen eigenen Sohn gegeben. for us, Für uns. for our life. Für unser Leben. His hands was in the cross. Und seine Hände waren am First, Kreuz. yeah, his hands were pierced, and Sie his waren- feet were pierced, and his head was the crown with all the needles and thorns. Yeah, thorns. So how he could bear it? Und der Vater im Himmel musste zuschauen, wie die Hände und die Füße seines Sohnes durchbohrt wurden und wie die Dornen sein Gesicht verkratzt haben. Wie konnte Gott zuschauen? So the love of God is so amazing. Und die Liebe Gottes ist so unbegreiflich. I cannot think with my mind. Ich kann das mit meinen Gedanken gar nicht erfassen. I'm so much thankful Und ich bin so dankbar, that my baby is good.
dass es meinem Baby jetzt gut geht. He's live, he's happy, he smiles to us again. Dass er wieder am Leben ist, dass er wieder glücklich ist und uns wieder anlächelt. Yeah, my baby had small intestine was cut off. Sie mussten einen Teil des Dünndarms entfernen. Doctor was saying around 5 cm. The intestine was cut off from his body. Ungefähr 5 Zentimeter vom Dünndarm musste entfernt werden. And now he is again good. Und jetzt geht es ihm wieder gut. And I'm so much thankful to God Und ich bin Gott so dankbar, that he is back and he is healthy, and I'm so much thankful that he arranged everything. dass er zurück ist, dass er gesund ist und dass Gott alles arrangiert hat. Now for so many prayers, so many souls were praying around the world for my baby. So viele Menschen haben um die ganze Welt herum gebetet für mein Baby. And good doctors, perfect doctors and nurses, so skillful doctors and nurses were already there. Und so gute Ärzte waren schon vorbereitet, so gute, begabte Spezialisten und auch die Krankenschwestern. And I see the baby had got peace from God. Und ich habe gesehen, wie das Baby Frieden von Gott After bekommen the hat. second and third day in this, after the third day in the hospital, the baby started to smile. Nach dem 3. Tag im Krankenhaus hat das Baby angefangen zu lächeln. The baby started to to show the giggles, smiles to the doctor who has operated him. Und hat sogar den Doktor angelacht, der ihn operiert hat. And he also provided a good parking place where we have to go. Und wo wir gekommen sind, gab Gott sogar einen guten Parkplatz. Yeah, otherwise we have to go so long way, and it will be so much hectic at the time. Denn ohne den richtigen Parkplatz hätten wir einen riesen Umweg machen müssen und es hätte noch zusätzliche Hektik And verursacht. one important thing was the doctors explained that my baby had stability in heart while they were operating, and no more blood was flowed, and it all because of prayer. I believe it. Und der Doktor hat gesagt, dass die ganze Operation hindurch hatte das Baby einen stabilen Herzschlag und Rhythmus und Blutdruck und hat nicht zusätzlich Blut verloren, und ich glaube, das ist dank der Gebete. And nurse were asking why your baby is so happy. Und die Schwestern haben mich gefragt, warum ist dein Baby so glücklich? And I was so happy how God was with my baby in the time of difficultness. Und ich war so glücklich zu sehen, wie Gott mit meinem Baby war in dieser schwierigen Zeit. And it was in a good time that my husband can stay with us at that time. Es war auch ein Wunder, dass mein Mann mit uns da bleiben durfte in dieser Corona-Zeit. Yes, in the Corona side, and it was his holiday time, that is off time, off duty off time, that he can be we three can be together as a family, we can pray together. Und es war auch eine Zeit, wo er nicht zur Arbeit musste. Da konnten wir als Familie zusammen beten. And I'm so happy that though our boat, as my pastor was preaching in the previous week, the boat was sinking. So wie mein Pastor die letzte Woche gepredigt hat, hat unser Boot geschüttelt im Sturm. And at that time, Jesus was with us. Aber Jesus war im Boot mit uns. Because he brought stability again in my baby's health, in our family. Denn er hat wieder Stabilität in die Gesundheit meines Babys und in unsere Familie gebracht. And in my belief. Und auch in meinem Glauben. I want to read, request you to read from Jeremiah 1:5, first part. Und wir wollen zusammen lesen aus Jeremia 1. 5. Jeremia 5. 1:5. Jeremia 1, den Vers 5. Yeah. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und ich sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und ich bestellte dich zum Propheten für die Völker. While I was reading my husband was so good that he brought one Bible to me, and I was reading, and I got this, and I was so much happy that before
I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations. I was so happy. Und mein Mann war so gut, er hat mir eine Bibel mit ins Krankenhaus gebracht und ich habe das gelesen. Bevor ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich schon zum Propheten berufen. And I see myself. Und ich sehe mich selber. God was looking me, and God was handling me in my mother's womb when she was asleep. Und ich sehe, wie Gott mich in dem Schoß meiner Mutter bewahrt hat, wo sie ohnmächtig wurde. And I see that with my baby when he was so much desperate in health, in his conditions, and God was with him. God knew him. Und ich sehe das gleiche jetzt bei meinem Baby, wo er so in dieser Situation am Leiden war, aber Gott war mit ihm und hat ihm geholfen. And I'm so much thankful that God will do in his life so many miracles and so many plans he has, and he will be fulfilling that in his life. Und ich bin sicher, dass der Herr noch weiter in seinem Leben viele Wunder tun wird und seine Pläne erfüllen wird mit ihm. And next we can read from Psalms 23 chapter. Als nächstes möchte ich lesen aus Psalm 23, den Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Yeah. In our life, in my baby's life, in my life, once we were in the valley of death. In unserem Leben, in dieser Situation, mein Baby und ich, wir waren in diesem Tal des Todes. But God was there with us. Aber Gott war dort mit uns. His rod and his staff Sein Stab und sein Schild was protecting us. haben uns bewahrt. I'm so much thankful for it. Sein Stecken und sein Stab haben uns bewahrt und ich bin so dankbar dafür. Thank you so much. Und ich danke euch, dass ich mein Zeugnis mit euch teilen durfte. Was die Maya gerade erzählt hat, ist keine erfundene Geschichte, sondern es ist das, was wir gemeinsam die letzten Tage miteinander erlebt haben. Und wir haben euch das erzählt, um Gott die Ehre zu geben. Hier ist Papa und Baby. Und dem Kleinen geht es gut, er ist gerade aufgewacht, er hat einen kleinen Mittagsschlaf gemacht. Und wir geben dem Herrn die Ehre für das Wunder, was er in dieser Familie getan hat. Und wir danken dem Herrn, dass er gut ist. Im Sturm ist er mit uns. Amen. We want to thank you for all the people, just member from all the Christian family. Thank you very much for praying for our baby. You can see the healing and healthy baby boy coming back again in front Hallelujah. of us. We give God the glory. Amen. Amen. Thank you for sharing. We just want to say thank you very much for all the prayer partners. Wir möchten allen Gebetspartnern ganz herzlich danken. In the ICC family or all over the world. Unsere ICC-Familie und überall auf der Welt. God has many children. Gott hat viele, viele Kinder. He is the father of his children. Und er ist der Vater für seine Kinder. He doesn't have the grandchild. Er hat keine Großkinder, He has only the er children. hat nur Kinder. The Maya said that God has given his begotten son. Wie Maya gesagt hat, Gott hat seinen eigenen Sohn gegeben. How it was painful for him to give his begotten son for you and for me. Wie schmerzhaft muss das für ihn gewesen sein, seinen eigenen Sohn für dich und mich zu geben, Because he loves you very much. weil er dich so sehr liebt. The children are the very best gift from the God. Die Kinder sind das beste Geschenk, das Gott uns gibt. If we lost the children, Wenn wir die Kinder verlieren, we don't have any peace, we don't have any strength, we don't want to live. haben wir keine Freude, haben wir keine Kraft, wollen nicht leben. It is important Es ist wichtig, to give God the glory. Gott die Ehre zu geben. Whatever you have, everything come from the God. Was immer du hast, alles kommt von Gott. It will go to Him again back. Und es wird zurückgehen zu ihm. We cannot hold anything in this earth. Wir können in dieser Welt nichts festhalten. Last time I spoke about the shaking the boat. Letzten Samstag habe ich darüber gesprochen, wie das Boot manchmal erschüttert wird.
Even though his disciple thought that he is sleeping, Und seine Jünger dachten, er schläft. but he was not sleeping. Aber er hat nicht geschlafen. He liked to always to come to his throne. Er möchte, dass wir immer zu seinem Thron kommen. Jesus, you don't hear our prayer. Und dass wir sagen, Jesus, Jesus, hörst du eigentlich mein Gebet? Please hear. He like this order. Hör mein Gebet, er mag das, wenn He du is so the rufst. God. He is very much concentration about the relationship. Er ist der Gott, der sehr konzentriert ist an diese He Beziehung. mit like dir. to hear your voice. Er mag es, deine Stimme zu hören. We like to hear our children their unclear language. So wie wir es lieben, die unklare Stimme unserer Kinder zu We hören. parents, we understand what the children want to say. Und wir Eltern, wir verstehen immer, was die Kinder sagen wollen. Same thing, Jesus want to hear your unclear language. Und sogleich will auch Jesus deine unklare Stimme He is the hören. God, He like the relationship with Denn you. er ist der Gott, der die Beziehung mit dir sucht. The relationship to make the difference. Diese Nähe, diese Beziehung macht den Unterschied. Sometimes it happen in our life, Manchmal passiert es so in unserem Leben, but it will glorify Him. aber er wird verherrlicht. Romans chapter 8, verse 28. In Römer 8, 28 lesen wir, Everything will turn for the good purpose. dass für die, die Gott lieben, alles zum Besten zusammenarbeiten muss. What kind of situation you are going through just now? Egal was für eine Situation du gerade durchgehen musst, Don't give up. gib nicht auf. Go to the throne of the Jesus. Geh zum Thron Jesu. Only He can deliver for you. Nur er kann dich befreien. Only He can heal you. Nur er kann dich heilen. Your marriage, your relationship, your finance, your paper. Deine Ehe, deine Beziehungen, deine Finanzen, deine Papierangelegenheiten. He is the God that He can do the miracle. Er ist der Gott, der Wunder tun kann. He can do the impossible thing. Und der das Unmögliche tun kann. He has done in my life. Er hat das in meinem Leben getan. He has done for the many people. Und er hat das im Leben von vielen Menschen getan. Why not for you? Warum nicht für dich? Go to the Jesus. Geh zu Jesus. Tell Him, Jesus, wake up, help me, like a disciple did in the Marcus chapter 4. Und sag, Jesus, Jesus, wach auf, hilf mir, so wie das die Jünger im Markus Evangelium Kapitel 4 gemacht He haben. was on the boat. Er war im Boot. He was very tired. Er war sehr müde. Still he was tired. He saw all the natural catastrophe. Obwohl er müde war, hat er den Sturm und den Wellen geboten. He's not more than 100% man. He's 100% God. He's the living God. He like to hear your and my prayer. Und er ist der lebendige Gott. Er liebt es, dein und mein Gebet zu hören. He is always happy to hear from you. Er freut sich immer, deine Stimme zu hören. He like to save all the people. Und er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Through everything, what kind of situation you are passing. Egal durch was für eine Situation du gerade hindurchgehst. He want to save you. He want to deliver you. Er will dich rausziehen, er will dich retten. He want to have the close relationship. Und dann will er diese enge Liebesbeziehung mit dir Many haben. people, it didn't happen what they wanted to have. They go far from the God. Es gibt Leute, wenn nicht das passiert, was sie erwartet haben, gehen sie weg von Gott. But we, children of the God, Aber wir, Kinder Gottes, we have to go to with the Creator. wir sollen zu dem Schöpfer He gehen. is the Creator. Denn er ist der Schöpfer. He is the Alpha and Er Omega. ist Alpha und Omega. Don't give up. Gib nicht auf, What kind of problem do you have just now? egal was gerade dein Problem ist. We have heard the miracle. We have seen the miracle. What happened now? Wir haben das gehört, was für ein Wunder passiert ist. Und wir haben das selber miterlebt. In the name of Jesus, we thank you, we praise In you. Jesu Namen danken wir dir, Who Herr. is watching this program today? Und ich bete, dass jeder, der heute dieses Programm sieht und hört, Save the people. dass du sie rettest, Herr. Deliverance them. Dass du sie befreist, Herr. Give them the victory. Dass du ihnen Sieg gibst, Herr. In the name of In Jesus, Jesu Namen everything is possible with you. ist alles möglich.
Nothing is impossible. Mit dir ist nichts unmöglich. You are the creator. Denn du bist der Schöpfer. You are the Alpha and Du Omega. bist Alpha und Omega. You are the healer. Du bist der Heiler. You are the Redeemer. Du bist der Erlöser. You are the doctor. Du bist der Arzt. You are our King. Du bist unser König. You are our Father. Du bist unser Vater. You have always one thing in your mind. Und du hast immer eine Sache in deinem Kopf. You want to see that your children are doing good. Du möchtest, dass es deinen Kindern gut geht. You want to bless your children. Du möchtest sie segnen. Same time, you want to see that they are coming to you. Und gleichzeitig sehnst du dich danach, dass sie zu dir laufen. In the name of In Jesus, Jesu Namen. draw them, Ziehe uns zu dir, Herr. love them. Und liebe uns, Herr. We thank you, we praise you. Wir danken dir, wir preisen This dich privilege we have just now. für dieses Vorrecht, das ihr heute We habt. just want to say, Father, we love you, we worship you. Und wir wollen sagen, Vater, wir lieben dich und wir beten dich an. Amen. 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 Thank you. Halleluja. Amen.